Hi, ich bin Pia und zusammen mit Bike24 sind wir hier gerade beim Lidl Track Bus. Hi, ich bin Glenn Leven. Ich bin Equipment Performance Manager beim Team vom Lidl Track. Ich kümmere mich sowohl um Männer, Frauen, Devo, über die ganze Spannbreite der Teams, wo wir aufstellen. Genau, wir würden jetzt einmal in den Bus gehen und dann zeigt uns Glenn ein paar nähere Eindrücke. Okay, wichtigste Frage zuerst, wer macht mir die Musik? Die Rennfahrer entscheiden die Musik. Bei den Männern ist es so, dass pro Woche in einer Grand Tour ein DJ ausgewählt wird. Hier weiß ich jetzt nicht, ob es ein DJ über die ganze Tour ist oder ob die täglich wechseln. Okay, Aber die Rennfahrer entscheiden, was also abgeht. Müssen nicht nur sportlich was leisten, sondern auch noch musikalisch. Ja, haben genug Zeit nach der Etappe, sich zu überlegen für den Tag drauf. Nice. Wie ist die Sitzordnung? Gibt es da eine feste oder setzt sich jeder? Jeder Rennfahrer hat seinen Platz, also eine Bank für sich. Also zwei Sitze? Okay. Zwei Sitze. Ja. Normalerweise sind die Leaders eher vorne. Denke ich, dass jetzt Niv und Bazi vorne sein werden und den Rest teilt sich auf, wo Platz ist. Also hier vorne haben wir 4 Rennfahrer, haben wir hier noch 2 Bänke und dann haben wir hinten noch 2 Plätze. Im Bus ist auch Rennfahrer, Arzt und sportlicher Leiter fahren immer im Bus mit. Ja. Das heißt, da wo die Rennfahrer sich nicht setzen, sitzen dann der Arzt und der sportliche Leiter mit zum Start. Okay. Sieht bequem aus. Ich denke, lässt sich gut reisen so. Muss man sich anschnallen? Ja. Okay. Straßenverkehrsordnung gilt auch Ja. für Rennfahrer. Und wofür ist der Beamer? Ja, in jedem Rennen ist Pre-Race-Meeting. Die kriegen dann die Etappe erklärt, wann ich start, Sign-in, Präsentation, wie lange ist die Etappe, neutral, wer hat welche Rollen im Rennen. Das präsentiert dann der sportliche Leiter den Rennfahrern vor der Etappe. Erst kurz vorher, also. Dass es noch frisch im Kopf ist. Oh, ja, Ganz okay. Ja, das macht Sinn. Okay. Und was befindet sich hier oben? Jeder Rennfahrer hat seine Boxen. Da sind zum Beispiel ihre persönlichen Sachen drin, was sie dann zum Rennen brauchen. Bis hinterher zum Beispiel ihre Rennschuhe und ihr Funk. Das ist einfach, dass die Sachen sauber weggeräumt sind. Finden wir noch wahrscheinlich Brillen drin, Heartrate-Monitors, Sachen, was die dann nach der Etappe nicht mehr sofort brauchen für den Tag drauf. Verstauen sie dann da, dass es sauber auf dem Platz ist. Okay, aber Helme werden an die Plätze gehangen? Genau, Helme werden an die Plätze gehängt und dann verlassen sie den Bus sauber. Okay. Ja, Printer für den sportlichen Leiter, meistens. Startlisten, Daily Plans werden mittlerweile nicht mehr gedruckt, aber dann Stamp-Sheets werden manchmal noch gedruckt für die Mechaniker, für auf den Vorbau der Rennfahrer zu kleben. Und dann Klassementer, Startlisten, alles was dann noch nötig ist, um im Auto für die Mechaniker, sportlichen Leiter ihre Arbeit zu verrichten. Und Kaffee. Sehr wichtig, auch. Kaffee. Nicht nur für Rennfahrer, auch für Staff. Kühlschränke haben wir. Ja. Einmal für Rennfahrer, einmal für den Staff. Getrennt. Ja, okay. Ja. Das ist dann Gepäck, oder? Hier ist Gepäck, die zweiten Rainbacks von den Rennfahrern. Die haben einen Rainback im Auto, im Raceauto, der zweite ist hier. Okay. Da sind Regensachen drin, Ersatzschuhe, alles. Duschen für nach der Etappe. Eine normale Dusche. Ja, aber groß darf man da nicht sein. Max Walscheid passt rein. Ja, gut, dann passt jeder rein. Hier sind dann die 2 anderen Plätze. Wieder Helme hängen, noch Rainbacks mehr. Und dann hier hinten finden wir dann die ganzen Nutritions für im Rennen, wo die Rennfahrer dann ihre Taschen füllen, bevor sie zum Start gehen. Okay. Dann danke für die Tour. Dann lass uns rausgehen und dann schauen wir uns mal das Fahrrad an. Okay. Ja? Wir stehen jetzt vor diesem wunderschönen Fahrrad. Von wem ist das Fahrrad? Das Fahrrad ist von unserer Nachwuchshoffnung von Isabella Holmgren. Trek feiert die 50 Jahre dieses Jahr und dafür diese spezielle Farbe. Das sind ja ziemlich viele Sachen auf diesem Rahmen abgebildet. Haben die alle eine Bedeutung? Ganz genau. Einmal ist hier ist der Founder von Trek, das ist der Staat von Wisconsin. TFR, das sind 4, Track Factory Racing. Jedes Symbol hat seine Deutung in den letzten 50 Jahren von Trek. Wofür steht die Kuh? Die Kuh, das ist ein Symbol von Trek. Ein Aushängeschild für Trek, die haben damit die Farben getestet und mittlerweile ist es ein Marketing-Gag. In US bei ihrem Cyclocross World Cup stand dann immer die farbigen Kühe rundherum, dafür die Kuh auf dem Rad. Okay, sehr cool. Was für einen Antrieb haben wir hier? Oder also kannst du ein bisschen so die Specials von dem Rad nennen? Was ist dran? Ja, wir fahren SRAM Red IXS, 12-fach. Isabella fährt eine
1033er Kassette mit dem 5037er Kettenblatt, 170er Kurbeln und der Rest ist alles ja, Standard SRAM-Red. Ist es bei euch auch Standard, dass alle 170 fahren? Das ist ja eine große Diskussion. Nee, jeder fährt seine eigene Kurvenlänge, Ja. wie Biomechaniker halt entschieden haben oder wie der Rennfahrer es gewöhnt ist. Ja. Wir fahren bei den Frauen von 150 bis 170 oder 172 quer durch den Garten. Okay. 150 ist kurz. Ja. Ja. Okay. Und warum sind hier keine Aeroflaschenhalter dran? Frauen nutzen bei uns im Team keine Aeroflaschen, die haben kleinere Hände und dafür nutzen wir die normalen Round Bottles. Die sind leichter zu greifen für die. Von daher ist das ein kleiner Unterschied von Männern zu Frauen bei uns. Okay, und gibt es neben den Flaschen noch weitere Unterschiede zu den Männerrädern? Nee, ansonsten sind das genau die gleichen. Fahren Aero-Computer-Mounts, alles gleich. Fahren die neuen Laufräder mit den speziellen Narben wie die Männer bei der Tour. Ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau im Team. Okay. Aber jede Fahrerin hat wahrscheinlich ihren eigenen Sattel. Genau, immer sponsorgerecht von Bontrager, aber verschiedene Modelle. Okay. Was für eine Felgenhöhe haben die Laufräder? Das ist jetzt 51. Wir haben dann auch die Option 43 und 65. Okay. Aber 51 ist die gängigste Felgenauswahl der Ladies. Und wie viele Räder habt ihr generell jetzt bei der Tour dabei? Jeder Rennfahrer hat Minimum 3 Fahrräder. Ein spezielles und dann 2 normale Teamlackierungen. Das spezielle Rad ist immer das Racebike. Ja. Außer für die Leaders, die Bergfahrer, haben wir dann ein Lightweight-Bike, wo wir dann ein schwarzes Rad haben, für Gewicht zu sparen, Ja. was die dann an den Bergetappen nutzen können. Okay, und wenn jetzt jemand ein Führungstrikot oder Bergtrikot bekommt, wird dann das Rad umlackiert? Nee, wir sind vorbereitet. Wir haben verschiedene Rahmen dabei in verschiedenen Farben, verschiedenen Größen. Okay. Im Fall wo, dass wir vorbereitet sind, dass wir Mechaniker ein neues Rad aufbauen können. Okay. Und dann kommen noch TT-Bikes dazu. Dann kommen TT-Bikes hinzu. Dann hat jeder Rennfahrer 2 dann fürs Zeitfahren. Weißt du, wie viele Laufradsätze ihr dabei habt insgesamt? Normalerweise müssten es 60 Satz sein. 60? Ja. Okay. Von jeder Felgenhöhe 20. Da dürfte eigentlich nichts schief gehen. Ich hoffe nicht. Sind die Ketten gewachst oder geölt? Ja, gewachst. Okay, und bereitet ihr die vor der Tour alle vor oder fangt ihr hier dann während der Tour irgendwann an zu wachsen? Ketten kommen schon vorgewachst hierhin. Also unser Sponsor Cyclovax, die wächst die alle für uns. Wir geben denen die SRAM-Kisten von Ketten und wir kriegen die gewachst zurück. Und dann bei der Tour, nach jedem zweiten Tag, rewachsen die Mechaniker die Ketten dann. Okay. So dass wir nicht durch ein ganzes Lot von Ketten bei einer Woche gehen. Ja, dann danke, dass du uns das Fahrrad und den Bus vorgestellt hast und jetzt hätten wir noch ein paar Fragen zu dir. Gerne. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was du generell hier bei Lilletrack machst. Ich bin offizieller Equipment Performance Manager. Das ist ein großer Name. Das heißt, ich bin eigentlich UCI registriert als technischer Direktor. Ja. Ich kümmere mich um alles On-Bike-Equipment für die ganzen Teams, von Fahrrad zu Gruppe, Sättel, Reifen, Laufräder, Ja. dass wir erstens genug haben Ja. und dann, dass wir gutes Material haben. Okay, das Das heißt, heißt Testing und so weiter. du lastet wählst alles. auch aus, quasi, was wird gefahren. Genau, also okay. welche Optionen haben wir? Und dann haben wir Performance-Team, wo Ja. das dann berechnet, Ingenieure, Ja. wo dann den Rennfahrern Guidelines gibt, welche Felgenhöhe, Ja. was wir fahren. Aber sag Felgenbreite, Reifenbreite, 28 mm, fahren wir, da wir getestet haben, dass das die schnellste Option ist auf unserem Setup. Und ist es nur aufs Fahrrad bezogen oder geht es auch um Sachen wie Ernährung und so weiter? Ich kümmere mich nur um Sachen ums Fahrrad, Ja. nicht mal um Kleider, Helme, Schuhe. Okay. Dafür habe ich einen Kollegen. Ja. Ich kümmere mich nur rein um Fahrradartikel. Und bist du selber auch mal Rad gefahren? Ich war Amateur. Ja. Nicht gut genug, um Profi zu werden. Dafür dann den Weg über Mechaniker zu dem Posten, wo ich jetzt habe. Und wie lange bist du hier dabei? Ich habe 2011 beim Team Leopard Track angefangen, was Also dann 15 unser Vorgänger war. Genau, Ja. also seit 15 Jahren eigentlich im gleichen Team. Gefällt's dir? Ja, ich Ja. könnte mir nichts anderes vorstellen. Ein normales Leben
ein normales Leben könnte ich mir nicht vorstellen. Das heißt aber, du bist auch ziemlich viel unterwegs. Also bist du immer bei allen großen Rennen dabei? Ja, nicht mehr so viel unterwegs als Mechaniker. Ist eher ein Bürojob, was ich habe. Ja. Aber dann wie große Rennen, Klassiker, die 3 großen Rundfahrten bin ich immer beim Start. Männer wie Frauen sowohl, bin ich immer am Start vertreten. Respektive, wenn neue Produkte kommen, für die Mechaniker das zu erklären oder den Rennfahrern, werde ich dann auch immer an den Rennen sein. Okay, das heißt, am Samstag ist der Start und dann ist dein Job eigentlich erledigt und dann fährst du auch schon Am wieder Sonntag heim. reise ich nach Hause. Ja. Genau. Okay. Und dann geht Montag ein normaler Büroalltag los. Okay. Hast du noch irgendwas zu sagen, was ich nicht gefragt habe und die Leute wissen sollten? Nee, glaube nicht. Nein? Okay. Ja, dann vielen Dank dir für deine Zeit und für Gerne. die coolen Einblicke. Viel Erfolg Dankeschön. und bis bald. Ja, bis dann.